Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute bei schönem Wetter draußen habe ich mir gedacht, können wir mal bei dem Cabrio hier nach der Türe schauen, weil zum einen rappelt die Türe ziemlich, wenn man das so hört, beziehungsweise die Verkleidung hier, die sitzt nicht so hundertprozentig und deswegen wollen wir da mal reinschauen und machen die Verkleidung heute ab und je nachdem schauen wir mal, was wir da drin finden. Ja, ich habe heute tatkräftige Unterstützung vom Lukas. Er hilft mir heute und wir schauen uns mal die Tür an und gemeinsam werden wir da sicherlich das ein oder andere noch drin finden, weil die war wahrscheinlich schon lange nicht mehr ab. Das ist noch eine originale Türverkleidung von einer 72er Corvette und ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal ab gewesen ist. Ja, um die Türverkleidung zu lösen bei der Corvette gibt es verschiedene Schrauben. Da ist einmal hier unten eine Befestigung hier. Damit wird die Verkleidung hier unten gehalten, dass sie nicht so rappelt. Die zweite Verkleidung ist genau auf der anderen Seite. Die ist dann hier, wo auch diese Schraube befestigt ist. Und außerdem hält diese Türverkleidung hier an dem Öffner. Da ist dahinter eine Schraube, das ist Kreuzschlitz. Und es ist noch eine Halteklammer hier hinter dem Verriegelungsknopf, die auch entfernt werden muss. Und dann gibt es noch zwei Schrauben, die sind einmal hier und hier am Griff. Und wenn man die gelöst hat, dann kann man diese Verkleidung abnehmen. Also hier bei der Klammer gibt es einmal ein spezielles Werkzeug für. Das klappt aber nicht immer, dass man da dahinter kommt mit diesem Werkzeug. Deswegen muss man manchmal auch einfach nur einen kleinen Schlitzschraubenzieher nehmen und diesen Omega-Clip raushebeln, so wie jetzt. Und dann kann man hier mit diesem Clip und diesem Hebel, der wird quasi hier in die Nut reingeschoben und verhakt sich dann hier in dem Innenkreis. Und man muss eben hier angreifen und das Ganze rausschieben. Das hier ist das Werkzeug, was ich eben erwähnt habe. Das ist dafür da, auch um die Clips zu entfernen, aber das eignet sich eher bei den Fensterkurbeln für die Seitenscheiben. Da kommt man sehr gut dahinter. Bei diesem Knopf, um die Tür zu verriegeln, verkratzt man damit eher die Türverkleidung. Deswegen nehme ich da eher einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Aber man kann sich so ein Tool auf jeden Fall zulegen. Die kosten nicht viel und sind manchmal ganz praktisch. So, wenn man jetzt die Schrauben alle entfernt hat und hier auch den Griff jetzt weg hat, hier unten den Griff, den Verriegelungsknopf und hier zum Zuziehen, dann hängt diese Türverkleidung jetzt einfach oben in der Schiene drin und man kann die jetzt einfach nach oben abziehen. Das heißt, man drückt die nach oben und kann die dann zur Seite wegnehmen. Dann hat man hier die Türverkleidung und hier die offene Tür. Und da sieht man auch zum einen hier das Gestänge. Das ist von der Verriegelung zum Schloss. Das heißt, das läuft hier runter, das Gestänge, für den Öffner. Und sieht man, wenn man jetzt die Tür öffnen will, bewegt die da den Hebel. Und hier unten, dieser ist dafür da, um die Türe abzuschließen und wieder aufzuschließen. Beziehungsweise, wenn man die Tür von innen zumacht und öffnet. Es geht dann hier über so eine Umlenkung und dann hier oben an den Hebel dran. Und wenn man die Tür von außen abschließt, also hier über das Schloss, dann wird dieses Gestänge genauso mitbewegt und schließt auch dort ab. Es gibt hier bei der C3 Türe bzw. Scheibe auch noch ein paar Sachen, die ich näher erklären kann. Also hier sitzt so ein Filz und das hat die Aufgabe, dass die Seitenscheibe nicht so rappelt. Dieses Filz drückt die Scheibe hier an das Gummi und dadurch hat die Scheibe eine gewisse Stabilität, auch wenn die hochgeht. Und flattert dann nicht so. Wenn die zu locker ist, flattert die natürlich sehr stark, aber wenn sie zu eng ist, geht die Scheibe nicht mehr so gut hoch. Also man muss da einen guten Mittelweg finden. Hier unten sieht man bei elektrischen Fensterhebern dann den Motor und auch die Schere vom Fensterheber.
die dann nach oben fährt. Und da kann man das jetzt nutzen und die ganzen Schienen und auch die Scherenmechanik nochmal zuerst entfetten, um eben den ganzen Dreck und so weiter, der sich da im Fett angesammelt hat, rauszubekommen. Aber auch das Ganze dann neu zu schmieren, damit die Rollen, die sich da befinden und in der Schiene laufen, wieder schön leichtgängig werden und die Scheibe schneller nach oben und nach unten fährt und nicht an den Gummis hängen bleibt. Ja, beim Zusammenbau sollte man dann auf jeden Fall darauf achten, dass hier oben die Leiste in der Türe ordentlich da drin sitzt. Und das ist oftmals ein Problem, dass die sich dort nicht einwandfrei einhängen lässt, sondern dass sie immer wieder herausrutscht. Da muss man manchmal auch diese Leiste ein bisschen nachbiegen oder anderweitig versuchen, die festzubekommen und sie dann anschließend hier unten wieder in der Tür zu befestigen mit der Schraube. Und dann sieht das eben auch von dem Spaltmaß hier schön aus, von der Verkleidung zur Tür. Weil wenn das so absteht oder hier immer klappert, dann ist das natürlich schon störend. Ein weiteres Problem ist oft hier dieser Öffner. Das ist der hier. Den bekommt man alleine ganz schwer rein. Oftmals sind hier auch die Führungsschienen abgebrochen. Das klappt ganz gut, wenn man auf der einen Seite hier reindrückt und das Ganze dann so versucht schräg zu stellen. Und dann müssen wir vielleicht gerade nochmal neu ansetzen, damit man da extrem schräg auch das Ganze hinbekommt. Und dann muss man versuchen, eben in diese Führung diesen Hebel dann reinzuschieben. Das geht nicht immer so einfach. Aber irgendwann ist er dann drin und dann sitzt das Ganze auch wieder ordentlich. Und dieser Knopf, der wird einfach mit dem Omega Clip vorbereitet und dann wieder da drauf geklipst. Und dann bleibt er da drin hängen. Tja. Okay, das war's für heute. Ein kleiner Einblick in die Tür bei der Corvette C3. Und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.